Hallo, ich bin Sophie. Wollen Sie die Geheimnisse des profitablen Handels auf Quotex kennenlernen? Heute werde ich eine Strategie vorstellen, die Ihnen helfen wird, Ihre Gewinne jeden Tag zu steigern. Zuverlässige Ratschläge und erprobte Strategien verpassen Sie nicht. Hallo zusammen, Sie haben wahrscheinlich eine Menge Videos gesehen, in denen Blogger oder Trader mit viel Geld auf verschiedenen Plattformen mit einer bestimmten Strategie handeln und Ihnen erzählen, wie leicht sie verdienen können. Aber was können Leute mit kleinen Anlagen tun? Oder sie können im Moment nicht mehr in den Handel investieren. Was können sie tun? Heute also werden wir versuchen, unsere Einzahlung von $500 auf einen anständigen Betrag zu beschleunigen. Ich zeige Ihnen eine Strategie, die wirklich gut funktioniert, überall, egal welche Plattform Sie verwenden. Und in diesem Video handeln wir auf diese Plattform. Also heute brauchen wir nur einen Indikator und das Wissen über die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Natürlich erkläre ich alles im Verkauf noch einmal. Wir werden alles noch einmal besprechen und uns merken. Also selbst wenn Sie nichts wissen, ich bin sicher, dieses Video wird Ihnen helfen, diese Gewinnmethode zu verstehen. Also, zunächst einmal fügen wir den CCI-Indikator hinzu. In der Indikatorenliste klicken wir ihn einfach einmal an und das war's. Wir können die Hauptlinie etwas dicker machen und den Indikator erweitern, damit er visuell umfassender ist. Also, dieser Indikator funktioniert genauso wie der RSI, aber er ist schneller. Wenn also der Preis in eine wichtige Zone kommt, zum Beispiel haben wir jetzt diese Unterstützungszone, es ist wahrscheinlich eine Art von Zone von Interesse. Wir achten zusätzlich auf das Signal. Wir schauen uns den Oszillator an und vergewissern uns, dass er sich in der überverkauften Zone befindet, während wir auf steigende Kurse setzen wollen. Zum Beispiel, also diese grüne Kerze ist jetzt erschienen. Das ist eine gute Gelegenheit, um auf steigende Kurse zu setzen. Lassen Sie uns diesen Indikator lokal analysieren. Situation, meine ich. Hier ist ein Niveau, denn wir können diesen Schatten sehen. Der Schatten hat sich wahrscheinlich gebildet, weil die fallenden Kerzen wieder aufgekauft wurden. Wir hatten diese Kerze, aber dann kamen Käufer auf den Markt und kauften den Markt. Diesen Vermögenswert meine ich. In diesem Moment, bis er so wurde. Zunächst einmal gibt es also ein Niveau, von dem der Preis gerade abgeprallt ist. Also außerdem lag der CCI-Indikator auf dem Niveau von minus 100. Im Grunde genommen sind 100 und minus 100 sozusagen kritische Werte. Wir können auch die Zonen 150 und minus 150 verwenden, aber das wäre eine zuverlässigere Entscheidung. Aber dann würden wir weniger Signale erhalten. Also ich hoffe, das ist klar, warum wir benutzen 100. Also, das Geschäft ist also endlich abgeschlossen. Die nächste Kette ist grün. Wir hatten recht. Der Markt beginnt zu steigen und sich umzukehren. Umkehrbewegung. Und wir haben einen schönen Gewinn gemacht. Das erste Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Wir bekamen ungefähr $139 Nettogewinn. Weiter geht's. Ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. So, Leute. Wir warten darauf, dass sich diese Kerze beruhigt. Um ehrlich zu sein, möchte ich hier wirklich auf Kaufen klicken. Die Kerze wird sich in 5 Sekunden beruhigen und wir können den Kaufen anklicken, nach oben. Was passiert hier? Eine absolut identische Situation, aber beim letzten Mal war diese Zone eine Unterstützung und der Markt prallte an der oberen Grenze ab. Diesmal fiel der Kurs unter diese Zone, aber die grüne Kerze erschien trotzdem. Wir sahen eine Reaktion. Sehen Sie sich außerdem die untere Grenze des Indikators an, minus 100. Wir sehen, dass sich der Indikator jetzt in der überverkauften Zone befindet. Also, super, der Markt hat endlich die Reaktion der Käufer gezeigt. Ich bin sicher, dass wir bei diesem Geschäft einen Gewinn erzielen werden. Geschäfte für fallende Kurse funktionieren nach dem absolut gleichen Prinzip. In diesem Fall muss der CCI-Indikator höher sein als der 100-Zone. Auf diese Weise könnten wir ein Geschäft von einer Widerstandszone austätigen. Also,
erhalten wir den zweiten Gewinn. Weiter geht's. Also Freunde, hier ist eine ähnliche Situation. Wir erhöhen den Betrag des Deals noch nicht. Die Summe ist $200. Wir machen einen Deal zum Fallen und schauen Sie, wir brauchen eine horizontale Linie. Hier ist sie, fügen Sie wir hinzu. Wir schieben diese horizontale Linie genau hier. Ungefähr durch die vorherigen Maximalpunkte. Das können entweder Schatten oder Kerzenkörper sein. Im Grunde können wir die Linie sowohl so durch die Kerzenkörper als auch so durch die Schatten ziehen. Beide sind richtig. Obwohl wir hier sehen, dass der Markt etwas höher geht, steht hier vor einem Widerstandsniveau. Schauen wir uns außerdem unseren CCE-Indikator an. So ist er höher als die 100er Zone. Er war in diesem Moment überverkauft. Das Geschäft also zum Fallen bestimmt. Alles ist korrekt. Das Geschäft wird in 3 Sekunden abgeschlossen und bringt uns einen Gewinn. Super, weiter geht's. Völlig identische Situation. Auch hier gibt es ein Niveau. Wie wir sehen, haben die Verkäufer den Preis stark unter Druck gesetzt. Aber hier ist der Schatten die Kerze erschienen. Was bedeutet das? Ein starker Käufer auf den Markt gekommen ist und nun wahrscheinlich den Preis nach oben drücken will. Achten wir auf den Indikator. Er stimmt mit der Situation überein. Wir warten. Ein weiteres erfolgreiches Geschäft. Die nächste Kerze ist grün. Weiter geht's. So Leute, schaut euch diese Situation auf. Ich hoffe, es ist die letzte, denn wir haben unser Ziel fast erreicht. Hier ist eine weitere kleine horizontale Ebene, die entstanden ist, weil der letzte Minimalpreiswert erreicht wurde. Hier ist der Minimalwert. Wir können eine horizontale Linie sehen. Ja, die Grafik hat die Linie ein wenig unterschritten. Genau hier. Aber diese relativ kleine Kerze erschien, während der Markt so aussieht, eine stark fallende Kerze gefolgt von einer kleinen Kerze, ist die nächste Kerze normalerweise steigend. Also, oder grün, meine ich. Der Indikator war auch überverkauft. Wir fangen das Wachstum ein, von dem ich Ihnen erzählt habe. Alle Signale haben in diesem Video perfekt funktioniert. Sehr schönes Handeln ist heute herausgekommen. Jetzt werden wir einen weiteren Gewinn erhalten und werden am Ende die Anlage mehr als 3-mal multiplizieren in buchstäblich 10 Minuten, ohne komplizierte Aktionen oder schwierige Analysen. Heute hat uns der Markt auch geholfen. Er war sehr vorhersehbar. Wenn Sie also mit mir zusammen mit den gleichen Signalen handeln wollen, die wir heute verwendet haben, folgen Sie dem Link in der Beschreibung unter diesem Video. Und ich werde die nächste kostenlose Handelssitzung auf meinem Kanal bald machen. Ich warte auf euch. Tschüssi.